aktuelles, neues Album, seine CD fertig wurde. The first obstacle really was the musicians. I wasn't getting the performances that I wanted from the original people that I chose, and I had to try other people. I mean, I guess everyone goes about this process differently, and I'm no expert, but my ears told me I wasn't hearing what I thought I should hear. Was war denn im Leben von John Fogerty, dem Privatleben sozusagen, in den letzten Jahren eigentlich so alles los? Wir haben nicht viel von ihm gehört, zumindest nicht hier in Deutschland. I've gotten married during this time. I've had 2 babies who are now 4 and 5 years old, meaning I've been working on this record all their life. Had a big earthquake here that knocked my house, just destroyed my house. I rebuilt the house, took about a year. It doesn't mean I stopped working, but I will admit that the earthquake had a bit of a mental effect on everybody that I was working with. I don't know what you call that mood, but everyone mildly depressed, you might say. Wie John Fogerty muss es doch eigentlich auch sehr unerfreulich sein, so lange Zeit nicht live aufzutreten. I can't wait to get started. I'm going to bring my family. We're all going to tour on the bus. I really can't wait to get out and play in front of fans as a legitimate tour again. I think it'll just be a ball, a lot of fun. Welche Gedanken verbindet er nun mit dieser Gruppe, mit Creedence Clearwater Revival? Yeah, I'm very disappointed with the other members of CCR. That's the simplest way I can say. I'm just frankly disappointed on how they've handled or behaved, how they've handled themselves, and I wouldn't do that myself. So, what's the word? I will try to avoid being on that subject as much as I can. Ich sage, ich bin sehr enttäuscht von anderen Mitgliedern von CCR, sagt John Fogerty. Das ist die einfachste Art, wie ich es ausdrücken kann. Ich finde es enttäuschend, wie sie sich aufgeführt hatten und verhalten haben mir gegenüber. Ich selbst würde es nicht so machen. Ich werde mich bemühen, dieses Thema allerdings breit zu treten. Es ging sogar so weit, dass Gerichte und Richter damit beschäftigt waren. Rechtsanwälte wurden eingeschaltet. Mehr dazu in ein paar Minuten. Hey Tonight! Hallo, No, I don't own the songs. I never did own the songs. Those were signed over when I was a very young man. I was tricked into it, thinking something different than what really happened. Considering how little I was getting paid anyway, I would make that decision again any day, every day. Nein, sagt John Fogerty, nein, ich habe die Songs eigentlich nie besessen. Die Rechte habe ich als sehr junger Mann vertraglich weggegeben. Ich wurde damals einfach ausgetrickst und habe nicht an die Folgen gedacht. In Anbetracht dessen, wie wenig ich überhaupt bezahlt bekam, würde ich diese Entscheidung heute nicht mehr unter allen Umständen treffen. Mehr von John Fogerty heute hier in Fritz und Hits in der nächsten halben Stunde, der letzten halben Stunde vor Mittag. Aber hier ist Ihr Greatest Hit erstmal. Sie haben gewählt auf Platz 1, klatschen seinem Bruder Bob. Die beiden scheinen ein richtig gutes Verhältnis miteinander zu haben. I would say Bob is, except for my wife, Bob is the person I trust the most. I mean, you always are hearing about, entertainers, musicians, athletes getting ripped off, this and that and the other. It turns out it's their wife's brother or their father, or it's, but which is terrible. It's terrible when it's a relation of some sort, because you are putting your trust in them. Bob, I trust more than anyone. John Fogerty über seine Beziehung zu seinem Bruder, meine Frau mal ausgenommen, sagt er, ist Bob derjenige, dem ich am meisten vertraue. Man hört ja immer wieder von Entertainern, Musikern und Athleten, die ausgenommen und über den Tisch gezogen werden. Oft stellt sich dann heraus, dass es der Schwager oder der Vater war. Das ist recht schlimm. Es ist fürchterlich, sagt er weiter, da man diesen Menschen ja vertraut, aber Bob vertraue ich mehr als jedem anderen Menschen. John Fogerty hat diese neue Platte seiner Frau gewidmet mit Joy of Life, einen Song geschrieben und den Song übrigens erstmals in der Schule seiner Kinder aufgeführt. And I asked all the musicians to leave. They didn't even know. I said, I'm going to sing a special song now. I just want you to... I didn't want them standing there on the stage because that would be a different look. I wanted to be there alone. And I played the dobro,
and sang. That was all. I sang my love song directly to my wife. She was sitting there with our children. All these other people saw me sing my love song for my wife. I'm sure you could see the bond between us in the air even. And when the song was over, no one, including myself, had a dry eye. John Fogerty erklärt den Song Joy of My Life aus der aktuellen und neuen CD. Ich bat alle anderen Musiker, damals die Bühne zu verlassen, sagt er. Auch sie wussten nicht, was Sache war. Ich sagte, ich singe jetzt ein spezielles Lied. Ich wollte nicht, dass sie auf der Bühne herumstanden, denn das hätte die Sache irgendwie verändert. Ich wollte, sagt John Fogerty weiter, alleine auf der Bühne sein. Ich spielte die Dobro und sang das Lied. Meine Frau saß mit unseren Kindern da und ich bin sicher, dass man die Verbindung zwischen uns in der Luft förmlich sehen konnte. Als das Lied zu Ende war, hatte keiner mehr trockene Augen, inklusive ich. Soweit John Fogerty. Aus seiner neuen CD, hier ist Joy of My Life.